Stell dir vor, du bist ein Mann im Jahr 2025. Ein normaler Mann. Kein Promi, kein Alpha-Sohn, kein High-Value-Instagram-Symbol. Einfach ein Typ, der arbeitet, sich bemüht, Verantwortung übernimmt und halbwegs versucht, sein Leben zusammenzuhalten. Und mitten in diesem ganz normalen Alltag wirst du plötzlich in ein Spiel hineingezogen, das du nie aktiv gewählt hast. Das moderne Dating-Spiel. Ein Spiel, in dem die Regeln jeden Tag geändert werden. Ein Spiel, in dem du immer liefern musst, aber nie etwas garantiert bekommst. Ein Spiel, das dich mehr kostet, als du jemals zurückbekommst. Viele Männer ziehen sich heute nicht zurück, weil sie Frauen nicht mögen. Nicht, weil sie ängstlich sind, nicht, weil sie unsicher sind, nicht, weil ihnen Commitment schwerfällt, sondern weil sie etwas verstanden haben, das früher keiner sehen wollte. Beziehungen sind für Männer heute ein Verlustgeschäft. Und das klingt hart, aber es ist der Gedanke, den die meisten Männer nicht mehr aussprechen, weil sie sofort abgestempelt werden. Die moderne Frau behauptet immer gerne, Männer haben Angst vor starken Frauen. Nein, das ist das bequemste Märchen des 21. Jahrhunderts. Die Art von Märchen, die gut klingt, aber null Realitätsbezug hat. Männer haben keine Angst vor Stärke. Stärke ist attraktiv. Klarheit ist attraktiv. Eigenständigkeit ist attraktiv. Wogegen Männer sich sträuben, ist etwas ganz anderes. Ein Aufwand-Nutzen-Verhältnis, das komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Moderne Beziehungen fühlen sich für Männer an wie ein brandneues, hochglanzpoliertes iPhone. Schön verpackt, beeindruckend, optisch top. Aber sobald du es hast, merkst du, die Software verlangt ständig Updates. Die Batterie hält kaum durch. Es kostet mehr Energie, als es zurückgibt. Und jedes Problem wird dir als Nutzer angehängt, nie dem Produkt. Viele Frauen bringen heute eine Liste von Anforderungen mit, die nicht mal ein Hollywood-Drehbuchautor erfinden könnte. Sei emotional offen, aber nicht zu verletzlich. Sei stark, aber nicht dominant. Sei verständnisvoll, aber nicht langweilig. Sei immer da, aber nicht abhängig. Gib alles, aber erwarte nichts. Führ mich, aber sag mir nicht, was ich tun soll. Gib mir Sicherheit, aber begrenze mich nicht. Und Männer stehen da und denken, was zum Teufel wollt ihr eigentlich? Dieses Fragezeichen im Kopf, das ist der Grund, warum Männer keine Lust mehr haben. Nicht Angst, nicht Minderwertigkeit, nicht Unsicherheit, sondern pure Überforderung durch Widersprüche. Und das provokante Problem ist, viele Frauen merken nicht einmal, wie widersprüchlich ihre Forderungen sind, weil sie nie lernen mussten, sich selbst zu hinterfragen. Frauen werden dafür gefeiert, authentisch zu sein. Männer werden dafür kritisiert. Frauen dürfen Standards haben. Männer dürfen nur Leistung bringen. Frauen dürfen sagen, was sie brauchen. Männer sollen nichts brauchen. Frauen dürfen sich Fehler erlauben. Männer dürfen nur funktionieren. Und dann kommt der härteste Punkt von allen. Männer haben begriffen, dass sie in Beziehungen nur noch Verantwortung tragen, aber kaum noch Gegenleistung bekommen. Es geht nicht mehr um Verbindung, nicht mehr um Loyalität, nicht mehr um tiefes gegenseitiges Verstehen. Es geht um Erwartungen, es geht um Anforderungen, es geht um, was kann er für mich tun? Männer sind heute nicht Partner. Sie sind Dienstleister. Emotionale Dienstleister, psychische Dienstleister, finanzielle Dienstleister und oft auch therapeutische Dienstleister. Der moderne Mann hat kein Beziehungsproblem, er hat ein Kostenproblem. Und deswegen wählen viele Männer heute das, was ihnen bleibt. Frieden statt Drama, Freiheit statt Chaos, Klarheit statt emotionale Lotterie. Nicht, weil Männer keine Beziehungen wollen, sondern weil sie verstanden haben, das Spiel ist manipuliert und der Preis zu hoch. Wenn du heute eine Frau triffst, triffst du selten einfach nur einen Menschen. Du triffst eine Dynamik, eine Erwartungshaltung, einen Katalog von Bedingungen, von denen du nicht wusstest, dass du jemals dafür verantwortlich sein würdest. Das ist der Punkt, den die meisten Männer heute spüren. Sie sind nicht mehr der Partner in einer Beziehung. Sie sind die Lösung für eine Liste an emotionalen, psychischen und sozialen Bedürfnissen, die nie enden. Und während Männer sich darauf einstellen sollen, alles zu liefern, verändert sich auf der anderen Seite kaum etwas. Warum auch? Wozu sollte sich jemand ändern, der ständig hört, dass er perfekt ist, wie er ist? Schau dir an, was Frauen heute mitbringen und was sie erwarten. Sie bringen Ansprüche,
Interpretationen, Tests, Vergleiche, Unsicherheiten, Dramen, emotionale Altlasten, eine nullfehlerfreundliche Haltung gegenüber Männern und sie erwarten Stabilität, Belastbarkeit, Ruhe, Stärke, Führung, Verständnis, Empathie, finanzielle Sicherheit, emotionale Verfügbarkeit, absolute Loyalität, humorvolle Leichtigkeit und einen Mann, der all das weglächelt und niemals müde wird. Das Problem ist nicht, dass Sie etwas erwarten. Erwartungen sind normal. Das Problem ist, dass Sie alles erwarten, gleichzeitig. Und Männer merken das. Männer spüren, dass sie heute in eine Rolle gedrängt werden, die früher mehrere Personen zusammen erfüllt hätten: Vater, Therapeut, Coach, Beschützer, Entertainer, Motivator, Finanzplaner, emotionaler Mülleimer und nebenbei noch der Mann, der Leistung bringt und nie zusammenbricht. Der moderne Mann steht ständig unter dem Druck, irgendetwas zu fixen, das er nicht verursacht hat. Er soll heilen, stabilisieren, beruhigen und gleichzeitig nie zeigen, dass er selbst etwas braucht. Und wenn er mal etwas braucht, dann heißt es sofort: Ich kann gerade nicht, ich muss auf mich achten. Du bist mir zu viel, ich bin nicht deine Therapeutin. Aber umgekehrt darf er nicht einmal durchatmen. Frauen sagen heute ständig: Ich brauche einen Mann, der mich emotional hält. Aber sie haben keinen Plan, wie man jemanden zurückhält. Und deswegen sehen Männer heute Beziehungen nicht mehr als Ort der Erholung, sondern als Ort der ständigen Anspannung. Die meisten Frauen würden es nie zugeben, aber viele verhalten sich, als hätte der Mann eine ganz bestimmte Aufgabe. Er soll der Upgrade-Installer für ihr Leben sein. Wenn sie gestresst sind, soll er beruhigen. Wenn sie unsicher sind, soll er bestätigen. Wenn sie wütend sind, soll er aufnehmen. Wenn sie Drama machen, soll er Verständnis zeigen. Wenn sie Fehler machen, soll er verzeihen. Wenn er Fehler macht, soll er zahlen. Und Männer merken langsam, was ihre Rolle wirklich ist. Sie sollen geben, tragen, leisten, halten, verstehen. Und was sollen Frauen? Einfach sie selbst sein. Frauen werden dafür gelobt, authentisch zu sein. Männer werden dafür kritisiert, Frauen bekommen Applaus, wenn sie Standards haben, Männer werden beschimpft, wenn sie welche haben. Frauen dürfen sagen: Ich will einen Mann, der diese und diese Eigenschaften hat. Wenn ein Mann sagt: Ich will eine feminine, ruhige Frau. Boom, Diskussion, Shitstorm. Wie kannst du nur? Es gibt nur eine Wahrheit, die niemand sagen will. Frauen haben sich nie daran gewöhnt, dass Männer auch Ansprüche haben dürfen. Und Männer haben sich so lange angepasst, dass sie sich selbst vergessen haben. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt stehen Männer auf und sagen: Wenn du alles willst und nichts gibst, dann bist du kein Partner. Du bist ein Projekt. Und ich investiere nicht mehr in Projekte. Das ist die neue Realität. Nicht Männer haben Angst vor Beziehungen. Beziehungen haben Angst vor Männern, die sich nicht mehr ausnutzen lassen. Männer werden heute ständig beschuldigt, emotional unerreichbar zu sein. Männer können nicht über Gefühle reden. Männer öffnen sich nicht. Männer sind kalt. Aber niemand stellt die entscheidende Frage: Warum sollten Männer sich überhaupt öffnen, wenn die Welt ihnen zeigt, dass es keinen Wert hat? Männer werden nicht geboren mit emotionaler Distanz. Sie werden dazu gemacht. Sie lernen es. Durch Erfahrung, durch Zurückweisung, durch Situationen, die sie nie wieder erleben wollen. Und wer bringt ihnen dieses Verhalten bei? Nicht das Leben, nicht der Job, nicht ihre Freunde, sondern am häufigsten Frauen. Ja, das ist provokant, aber es ist die Wahrheit, die jeder Mann bestätigen kann, der einmal ehrlich darüber nachgedacht hat. Die moderne Frau sagt gerne: Ich will einen Mann, der Gefühle zeigt, aber wehe, er zeigt Gefühle, die nicht in ihr Wunschbild passen. Wenn er wütend ist, du bist aggressiv. Wenn er traurig ist, du bist schwach. Wenn er überfordert ist, du bist keine Hilfe. Wenn er unsicher ist, ich verliere Respekt. Wenn er Angst hat, uff, ich brauche Abstand. Frauen lieben Gefühle, aber nur ihre eigenen. Die Gefühle des Mannes werden in der Praxis oft wie Störungen behandelt, wie Bugs in einem System, das eigentlich perfekt laufen sollte. Und Männer verstehen die Botschaft schneller, als Frauen denken: Wenn du etwas fühlst, behalt es für dich. Viele Frauen erwarten heute, dass der Mann ihre Emotionen trägt. Alles, was sie fühlen, soll er verstehen, kommentieren, beruhigen, einordnen. Sie wollen, dass er ihre Traurigkeit hält,
ihre Unsicherheit auflöst, ihre Wut abfedert, ihre Ängste beruhigt, ihr Drama relativiert und ihre Fehler liebevoll akzeptiert. Aber wenn der Mann irgendwann leer ist, wenn seine Psyche erschöpft ist, wenn seine Batterie rot blinkt, dann ist er plötzlich anstrengend. Der Mann ist nicht unerreichbar geworden, er ist ausgelaugt, völlig überdehnt von einer Rolle, die ihm niemals zugestanden wurde, der emotionale Vaterersatz. Der Mann soll alles tragen, aber niemand trägt ihn. Frauen verlieren Respekt, wenn ein Mann zu offen ist. Das ist der Satz, den Frauen niemals laut aussprechen würden. Wenn ein Mann zu weich wird, verliere ich Interesse. Aber das Verhalten sagt es, und Männer haben das längst verstanden. Das passiert immer wieder. Mann öffnet sich, Frau sagt, es sei schön, 3 Wochen später hat sie keine Gefühle mehr. Warum? Weil Anziehung bei Frauen nicht entsteht, wenn ein Mann redet, sondern wenn ein Mann steht. Nicht, wenn er sagt, was ihn verletzt, sondern wenn er zeigt, dass er damit umgehen kann. Frauen wollen keinen zerstörten Mann. Sie wollen einen Mann, der zerstört wurde und trotzdem weitergeht. Das Problem, das ist verdammt viel Druck. Ein Mann denkt, wenn ich mich wirklich zeige, verliere ich sie. Und weil Männer das so oft erlebt haben, machen sie das Einzige, was funktioniert. Sie machen dicht. Nicht aus Kälte, nicht aus Ego, sondern aus Selbstschutz. Frauen wollen einen offenen Mann, aber nur bis zu dem Punkt, an dem er nicht mehr unzerstörbar wirkt. Männer werden heute zur emotionalen Müllhalde gemacht. Aber niemand kümmert sich darum, wie voll diese Müllhalde schon ist. Frauen werfen ihre Emotionen hinein, ihre Unsicherheiten, ihre Dramen, ihre Ängste und wundern sich dann, warum der Mann irgendwann innerlich zugeschüttet ist. Der Mann hat nicht verlernt, zu fühlen. Er hat verlernt, Gefühle zu zeigen, weil die Konsequenzen brutal sind. Und die Konsequenz lautet: Wenn Männer das Falsche fühlen, verlieren sie die Frau. Wenn Frauen das Falsche fühlen, verliert der Mann Stabilität. Wer würde sich unter diesen Bedingungen öffnen? Am Ende bleibt eine Wahrheit zurück, die Männer selten laut sagen, aber jeder von ihnen kennt. Sie sind nicht gegen Beziehungen, sie sind nicht gegen Nähe, sie sind nicht gegen Bindung, sie sind nur dagegen, sich selbst zu verlieren. Der moderne Mann hat begriffen, dass er für seinen Frieden verantwortlich ist, nicht für fremde Erwartungen, nicht für endlose Dramen, nicht für Widersprüche, die er nicht lösen kann. Und wenn eine Beziehung heute mehr Energie frisst, als sie zurückgibt, dann entscheidet sich der Mann nicht gegen die Frau, sondern für sich selbst. Das ist kein Rückzug. Das ist Reife. Das ist Klarheit. Das ist Stärke. Und genau deshalb beginnen Männer heute neu zu wählen, nicht nach Schönheit, nicht nach Versprechen, sondern nach dem, was eine Frau wirklich mitbringt und was sie dem Mann zurückgeben kann. Der Mann von heute ist nicht kaputt. Er ist wach.